Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf meinem Main, auf meinem Magier, Stufe 680 mittlerweile, Fusion 9 ist der Server. Und ja, wir haben hier mitunter jetzt schon wieder guten Progress gemacht, die Tage, Wochen, Monate. Seit dem letzten Mal, wo wir uns zum Beispiel gegen den nudistischen Gigant behauptet haben. Haben ihn leider nicht besiegen können, aber wir werden es heute nochmal versuchen, denn die Chancen habe ich heute nochmal durchgerechnet mit SF-Tools und die sind tatsächlich nochmal gut gestiegen. Ich glaube beim letzten Mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube wir waren da so bei 0,05 oder so, ist noch gar nicht so lange her. Und jetzt, was soll ich euch sagen? Stehen die Chancen gar nicht mal so verkehrt. Also in der kurzen Zeit, zwischen den Tries, die wir jetzt gemacht haben, haben wir jetzt hier eine Chance von 0,20, was echt schon verdammt gut ist, sag ich mal. Dafür, dass wir uns halt wirklich 0,0.0 Stat-Punkt technisch verbessert haben, was die temporären Stats angeht, also quasi die Stats, die wir hier angelegt haben, sondern nämlich die Basispunkte Stats und das sind halt eben, ja, diese Stats hier. Was bleibt, wenn das Equipment komplett wegfällt? Dann bleiben einem nur die Basispunkte und das sind halt eben die wichtigsten Punkte. Alles andere kann man immer wieder neu ersetzen, zum nächsten Legendary Dungeon austauschen, Steine immer wieder neu gewinnen oder die Verbesserungen auf den Equipment-Sachen immer weiter noch verbessern. Meine Sachen, wisst ihr ja, sind schon ewig alt, schon Jahre trage ich hier dieses alte Equipment mit mir rum, möchte mich auf Stufe 700 komplett verbessern, komplett neu ausstatten, neue Items, neue Steine, neue Verbesserungen, alles auf 20 ziehen, ein komplett neues Ich. Und wie gesagt, alleine wenn man hier mal schon so die Waffen hier so durchguckt, sieht man hier, was hier an Durchschnittsschaden alleine schon möglich ist. Und das halt eben auf normalen Waffen plus die Stat-Punkte, die dann noch oben drauf kommen, wenn man hier bedenkt, dass wir hier normale Waffen uns angucken, aber legendäre Waffen zu finden sind, dann wird hier, denke ich mal, einiges auf den Kopf gestellt werden in Zukunft. Und bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. 20 Level müssen wir noch zurücklegen. Ich hoffe, bis zum Ende des Jahres, bis zum Winter Legendary Dungeon, werde ich meine Stufe 700, mein Ziel erreichen können, um dann halt eben auch dementsprechend mich pünktlich zum Winter LD auch neu zu equippen. Das ist auf jeden Fall der Plan, das ist das Ziel. Ich hoffe, wir erreichen es. Auf jeden Fall werden wir durch die Expedition deutlich besser abschneiden, was so die Basispunkte angeht, was die XP angeht. Ja, müssen wir mal gucken, ob das denn auch gleichermaßen gleich auf ist wie mit dem normalen Aluge-Queste, ne? Oder ob wir da vielleicht einen kleinen Nachteil durcherleihen. Auf jeden Fall werden wir heute mal, wie gesagt, gucken, ob wir uns die 300 Millionen... Ey, was soll das denn? Ich wollte gerade meine Skillpunkte festskillen hier. Ob wir uns die 300 Millionen XP-Punkte mit einsacken können. Und ich weiß auch, umso schneller wir die Gegner hier besiegen in den letzten Etagen, umso schneller steigen wir vom Level her auf und umso weniger XP bekommen wir auch durch Quest und durch Akademie etc. pp. Das ist mir bewusst. Ich will es trotzdem versuchen, weil ich die Tries live im Video festhalten möchte. Man kann sowas einlegen wie eine kleine Mini-Dungeon-Pause im Super-Late-Game-Bereich. Wo ich sage, okay, ich hebe mir jetzt die Gegner, die jetzt hier noch kommen, also der nudistische Gigant und die danach noch eventuell machbar sind, hebe ich mir auf bis kurz vor Stufe 700, um bis zu Stufe 700 mit der besten, für mich noch rausholbaren XP questbar ist, aber das, wie gesagt, ist wirklich ein marginaler Unterschied und für mich halt eher zweitrangig. Wenn es klappt, klappt es. Wenn es bis dahin nicht klappt, dann werde ich mich trotzdem zum Ende des Jahres im Winter-LD komplett neu umequippen. Ob ich denn Stufe 699 bin oder Stufe 701, das ist dann scheißegal, oder genau 700, das wäre natürlich Traum. Aber ich werde mich zu dem Zeitpunkt definitiv dort umequippen und wie gesagt, bis dahin sollten wir auch dann soweit sein. Was natürlich noch ein kleiner Rückschritt ist folgendermaßen, dadurch, dass wir jetzt ja hier auf F9 spielen und der Server halt einen Tag in der Zukunft spielt,
wurde der ja auch sozusagen einen Tag quasi zurückgestellt bzw. offline genommen, wodurch sich der Kalender komplett zurückgesetzt hatte und dadurch ging uns natürlich auch ein paar Tage flöten, was natürlich unglaublich ärgerlich ist wegen dem Kalender-Level-Up, weil wir jetzt ein paar Tage behind sind, was die 1,5 Milliarden XP bringt, was halt eben die größte Erfahrungseinkommensquelle ist im Super-Late-Game-Bereich. Da geht halt nichts drüber und das ist halt deswegen nochmal umso ärgerlicher. Die Skip-Taktik hier, diese Kalender-Skip-Taktik verfolge ich auch nicht. Bin ich einfach nicht der Typ für, ist mir zu anstrengend, deswegen ja, gucken wir, ob wir das Beste hier herauskriegen. Ansonsten nochmal für die Leute, die es nicht gesehen haben, der beste Try bisher gegen den nudistischen Giganten ist dieser hier gewesen. Ist auch schon wieder ein bisschen her und heute werden wir versuchen, einen besseren Try rauszukriegen, wenn nicht sogar ihn zur Strecke zu bringen. Das wäre natürlich ein Traum. Und ja, das ist auch immer mein Ziel, dass ich nicht diese Gegner irgendwie offline besiegen möchte, sondern halt eben das live in einem Video festhalten will. Und deswegen mache ich das Ganze jetzt hier. Und wir werden mal schauen, ob wir jetzt heute unter 1 Milliarde kommen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter lange rum. Wir gehen direkt rein und tryen mal so ein bisschen umher. Zum Anfang werde ich mal ein bisschen slow pilzen hier, sag ich mal. Ja, weil ich mir die Tries gerne anschauen will. Die Gefahr natürlich dabei ist, auch wenn man hier so schnell durchentert, ja, dass man die Tries halt eben auch überspringt. Und wenn wir jetzt einen neuen besten Try dabei haben sollten, dann kann ich mir den halt eben auch nicht abspeichern und mir nochmal anschauen, weil ich den Try halt eben überskippt habe und das ist natürlich sehr ärgerlich. Deswegen werden wir erstmal ein bisschen Slow Pace hier an die Sache rangehen. Ja, oh mein Gott. Alter, was hat denn der Marquardt da angerichtet? Das wäre jetzt zum Beispiel ein super potenzieller Try und das könnte auch wirklich was werden, wenn die Kunigunde jetzt hier ein bisschen ausweichen würde und ein paar Crit-Treffer raushauen würde, dann brauchen wir tatsächlich nicht mehr viel machen. Okay, Kunigunde hat nicht viel gemacht, wir werden gekrittet, wir kriegen leider auch keine Crits raus, gar nichts passiert, gar nichts, oh mein Gott. Den Kampf werden wir uns aber trotzdem mal abspeichern, weil ich mal sehen will, was der Marquardt da angerichtet hat, ja. Holy shit, das will ich nochmal sehen hier. Der Marquardt hat quasi, keine Ahnung, irgendwie gefühlt die Hälfte alleine gemacht. 2,4 Milliarden. 3,7 Milliarden. Der hat einen 3,7 Milliarden Crit rausgehauen, Alter. Uiuiui. Man muss dazu sagen, mein Marquardt hat eine bessere Spanne. Also die Waffe ist deutlich besser fürs PvP. Deswegen habe ich fürs PvE, sorry, also gegen Monster ist diese Spanne besser, diese Waffe besser. Deswegen habe ich die Waffe auch bewusst meinem Marquardt gegeben, weil hätte ich jetzt die mir selbst gegeben, zumal die Waffe ist auch noch deutlich besser, also hier, guckt euch das an. Mittlerweile finde ich jetzt Durchschnittsschaden von 350 oder was wir da gesehen haben. Also die ist auch schon wieder ein bisschen älter, auf jeden Fall. Und habe die trotzdem Marquardt gegeben. Zum damaligen Legendary Dungeon habe ich die gefunden, wollte die nicht wegschmeißen, habe die halt wie gesagt Marquardt equipped, weil die halt einfach besser für die Dungeons ist. In Zukunft werden wir vielleicht auch wenn wir Stufe 700 sind, eine PvP und eine PvE-Waffe nutzen. Das Problem, ich hatte das bisher immer verneint gehabt, ich wollte das nicht, weil mir die Ressourcen einfach zu teuer sind, 2 Top-Waffen equipped zu haben. Ihr wollt ja eine PvP-Waffe haben, wo die Spanne nicht so extrem weit auseinander geht, weil umso volatiler seid ihr halt eben in der Ehrenhalle. Da können Tries dabei sein, die sind super gut. Da können Tries dabei sein, die sind so schlecht, dass euch weiß ich nicht, jetzt in meinem Fall eine Stufe, keine Ahnung, 600er oder noch schlechter irgendwie klatschen kann, weil ihr halt eben, umso mehr ihr Schaden rechts raus auf der Waffe habt, umso weniger Schaden könnt ihr auch links raus auf der Waffe haben. Und das ist halt eben ein Gamble. Und diesen Gamble, den dezimiert ihr halt eben, wenn ihr halt eben eine PvP-Waffe habt, wo die Spanne nicht so weit auseinander geht, um sich besser in einem Rahmen halten zu können. Und deswegen ist das für die Ehrenhalle besser, eine PvP-Waffe zu haben mit niedriger Spanne. Und aber in Zukunft, dadurch, dass wir keine Ressourcenmangel mehr haben, denn ich kann easy alles auf Stufe 20 hoch verbessern von meinen Equipment-Slots, easy. Ja, so viele Ressourcen haben wir, das ist unglaublich. Plus,
zusätzlich können wir immer noch eine Waffe mitnehmen, die halt eben sehr gut ist für ja, das Monsterklatschen in den Dungeons, und dann können wir uns die dann immer ja, zusätzlich equippen. Die werden wir dann auch zusätzlich auf Stufe 20 natürlich hochziehen, und dann ja, haben wir eine PvP-Waffe, eine PvE-Waffe. Das ist dann halt wirklich ein Schritt, den man im super, super, super Late-Game-Bereich dann eingeht, dass du zwei verschiedene Waffen hast, um halt eben, ja, überhaupt diesen Luxus zu haben, zwei Waffen auf Stufe 20 verbessert zu haben. Das ist alleine schon, ne? Aber dafür braucht man eben auch die nötigen Ressourcen. Die haben wir über Jahre lang zusammengesammelt, um halt eben das jetzt auch machen zu können, um uns diesen Luxus auch erlauben zu können. Und deswegen werden wir das halt auch in Zukunft so handhaben, wenn wir dann eben auf Stufe 700 uns ja, neu equippen werden. Wir können noch mal ganz kurz nachschauen, was haben wir momentan an Durchschnittsschaden hier. Wir haben hier noch nicht die besten Waffen, 324, ich gucke mal vom Damage her, 324. Das ist jetzt ein bisschen Pilz-Waste hier, aber zu Demonstrationszwecken. 324 ist so, glaube ich, mit gerade das Höchste, was wir finden können. Das ist ein Durchschnittsschaden von 4045. Wenn wir 4045 mal 1,5 rechnen, dann kommen wir hier auf eine Spanne maximal rechts raus von 6067, was wir momentan gerade so finden können. Also das ist, ne, echt verdammt heftig, und wir haben ja hier schon eine krasse Spanne drauf. Die wird in Zukunft nochmal krasser werden, plus wir haben ja noch 20 Level bis Stufe 700. Bis dahin wird die Spanne dann nochmal 20 Level besser. Ja, und dann versuchen wir halt eben eine Waffe zu finden, die halt eben so eine krasse Spanne hat. Und eine Waffe zu finden, die für mein PvP-Unterfangen besser geeignet ist. Und ja, dann können wir gucken in den Dungeons, was wir für krasse Crit-Treffer raushauen können mit dieser krassen Waffe, mit der krassen Spanne. Und ja, für den normalen Alltag, sag ich mal, in der Ehrenhalle nehmen wir dann halt eben die andere Waffe, wo ich so anpeile, circa auch ungefähr die gleiche, ja, Range zu haben wie hier. Ich sag mal, rechts raus möchte ich dann in Zukunft zwischen 4500 und 5000 haben, was ja, rechts raus maximal so möglich ist. Alles, was viel weiter darüber ist, wird mir dann nachher schon ein bisschen zu volatil und geht mir dann schon so ein bisschen zu viel in den PvE-Bereich rein. Deswegen möchte ich so ungefähr dann halt eben auch, ja, so bleiben, wie meine jetzige Waffe ist, nur halt eben nochmal im Durchschnitt deutlich besser vom Schaden her, ne? Das sind so momentan gerade so meine Pläne, die mir so durch den Kopf gehen. Und ja, mittlerweile macht, wie gesagt, das war auch ein sehr guter Try, macht mein Marquardt halt schon deutlich mehr Schaden als ich. Das ist halt eben auch... Oh mein Gott, was? Einfach auf den Grund der Waffe geschuldet. Jetzt hat aber die Kunigunde hier einen aber mäßig richtig rausgehauen, und wir... Oh mein Gott. Wir haben den nudistischen Giganten erledigt. Oh, ist das schön. Oh, das fühlt sich so gut an, ne? Wir hängen da ja wirklich schon wieder Monate an diesem Gegner. Ich weiß nicht, wann wir uns den Gegner das erste Mal hier gestellt haben, beziehungsweise wann wir den letzten Gegner in der Monstergrotte gelegt haben. Aber das ist wirklich schon extrem lange her. Ich habe ja alles auf Videos aufgezeichnet. Müsste man mal gucken, wie lange wir jetzt hier schon an diesem nudistischen Giganten hängen. Und es ist wirklich ein extremer Meilenstein, jedes Mal aufs Neue auf diesem Level einen Dungeon-Gegner zu besiegen, weil man halt wirklich monatelang an einem so einen Gegner hängt, ja. Und der nächste Gegner wird halt auch eben erstmal wieder wirklich ziemlich lange brauchen, bis der down ist. Aber wir können auf jeden Fall den nudistischen Giganten hier streichen. Das ist verdammt geil. Wir heimsen uns die 300 Millionen XP ein. Extrem krass auf der Stufe, und die 1000 Gold lassen wir uns natürlich auch nicht entgehen. Und das Epic, ja. Gucken wir uns das Epic an. Nudistischer Gigant. Weiter. Und jetzt ist es der Marshmallow Man, den wir hier auf dem Radar haben. Da machen wir gleich mal einen Test-Try gegen. Aber ja, das sind erstmal so die normalen Sachen. Ja, das ist ja ein normales Epic. Das, ne, wie gesagt, nicht vergessen, sind ja alles Legendary-Sachen. Und das normale Epic ist auch schon plus 43 besser als das Legendary-Item hier, ne? Das nur noch mal so am Rande erwähnt. Und natürlich gucken wir uns jetzt mal den Try an. Oh mein Gott, sehr geil, sehr geil. Ich freue mich mega. Ich glaube, die Kunigunde hat hier wirklich jetzt, ja,
ihren Teil dazu beigepflichtet. Ich weiß nicht, habe nicht ganz genau drauf geachtet. Vielleicht in Kombination mit Marquardt, aber hauptsächlich waren es die Begleiter. Ich selbst habe jetzt fast gar nichts mehr dazu beigetragen. Und ja, das ist natürlich jetzt hier ein Krieger gewesen. Man hatte die Chance auszuweichen mit der Kunigunde, was halt eben auch für eine deutlich höhere Chance sorgt. In Zukunft haben wir jetzt wieder einen Magier vor uns. Das heißt, wir können hier 0,0 ausweichen, was die Tries leider auch wieder so ein bisschen eintöniger macht, weil ja, da wird die Kunigunde einfach von dem Magier jetzt in Zukunft weggekrittet werden und kann halt eben nicht ausweichen, so wie hier. Und hier ist halt eben das Schöne, ja, das kann halt mal eben, ne, die Fähigkeit der Kunigunde kann dich mal so krass belohnen einfach. Das ist heftig und das haben wir halt eben gegen Magier leider nicht. Aber guckt euch das an, die Kunigunde haut hier raus mit ihrer neuen Waffe, die wir jetzt hier auch drauf haben, ne? Den schönen Besen mit der Katze oben drauf. Und ja, die Kunigunde regelt hier fast den Try schon alleine. Das hätte ich nicht gedacht. Ey, das hätte ich nicht gedacht, dass meine Begleiter fast im Alleingang jetzt hier den nudistischen Giganten auf einmal legen. Aber so random kann es denn sein, ne? So kann es passieren. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Es freut mich mega. Und jetzt gucken wir uns mal den allerersten Try gegen den Marshmallow Man an. Ja, fast, also man kann sagen 20 Milliarden Leben, 350.000 Intelligenz und fast 500.000 Ausdauer. Ist das eine Frechheit? Oh mein Gott. Ja, wir hauen hier nicht verkehrten Schaden raus. Das Problem ist leider, oh mein Gott, die Kunigunde, die wird so reinscheißen hier, ja. Und das ist fast unmöglich. Die Tries, das ist halt eben gegen Magier so, die werden jetzt relativ eintönig aussehen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich nicht viel Schwankungen. Die einzigen Schwankungen, die hier so ein bisschen entstehen können zwischen den Tries, ob die gut aussehen oder schlecht aussehen, hängt davon ab, wie krass Marquardt crittet, mit welcher Spanne er crittet und dasselbe halt eben auch bei mir. Bertram und Kunigunde können hier leider nicht großartig carryen, deswegen ja, werden die Tries auf jeden Fall wieder ein bisschen länger dauern, aber peu à peu, wir haben eine neue Stufe hier in der Monstergrotte freigeschaltet und ja, das ist halt eben schon ein Riesenerfolg für mich persönlich. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Es war ein bisschen spannend vielleicht zum Zuschauen und ihr konntet da vielleicht ein bisschen was aus dem Video mitnehmen für die Zukunft. Ansonsten, wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wir hören uns die Tage natürlich wieder. Bis dahin würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.